Das Bürlenhorn bei Davos-Monstein ist vor allem im Winter als Skitourenziel bekannt. Aber auch im Sommer ist die Aussicht genial. Grund genug also, uns auf den langen Weg zu machen. In Monstein marschieren wir los. Durch den Wald und an den ersten Kühen der Saison vorbei in Richtung der Inneralpen. Hier ist auch der letzte Brunnen bis zum Gipfel. Weiter geht's über die zerfurchten Gruben und hinauf auf die weiten Grashänge von Bürlen. Am Horizont sehen wir endlich das Bürlenhorn, während der Anblick vom benachbarten Gipshorn und dem Meschengrat uns schon die ganze Zeit begleitet hat. Nach den Geröllhalden am Fuß des Bürlenhorns geht es über Gras steiler hinauf zur Grathöhe. Die Route sieht zwar auf den ersten Blick etwas unheimlich aus, der Weg zum Gipfel ist aber durchgehend problemlos zu begehen. Die letzten paar Meter zum Gipfel sind aus videotechnischen Gründen allerdings schwieriger als gedacht. Ja! War vielleicht nicht so schön, wir müssen es nochmal anders machen. Jo! Nachdem der Bürokram erledigt ist, können wir die herrliche Aussicht genießen. Wir sehen das Bergün und die Gipfel vom Engadin, die Mucetta und den langen Stulzer Grat, den benachbarten Rührberg und dahinter die Landschaft Davos. Danach machen wir uns wieder an den Abstieg. Schau mal, da unten sind wir hergekommen. Die Felsköpfe am Weg lassen sich zur Abwechslung auch direkt übersteigen. Die Sonne steht schon tief und der Abstieg ist angenehm frisch. Insgesamt ist diese Tour schon eher etwas für kühlere Tage. Den Aufstieg an einem richtig heißen Sommertag stellen wir uns hier jedenfalls ziemlich anstrengend vor. Wie üblich müssen die Schuhe wieder geleert werden, bevor diese schöne Tour zu Ende geht.